Hey, ich habe jetzt übrigens auch Instagram, ne? Ja, Bob ist auf Instagram. Du folgst mir, glaube ich. Nicht nur auf Instagram. Oh ja, folge mir. Übrigens, schicke Schuhe. Du brauchst Milch. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und ich bin der andere. Und ich bin und. Und wenn wir euch gefallen, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Wir haben einen Fernseher auf der Insel. Wir haben Kamin auf der Insel. Ich bin noch gar nicht auf der Insel. Wir haben Zeug generell auf der Insel. Ich bin gar nicht auf der Insel. Warum bist du nicht auf der Insel? Ja, weiß ich doch nicht. Wir haben ja auch eine coole Landkarte. Kann man so viel wir haben ein ernten Schiffchen gerade. Ja, ich komme. Aber erst muss ich mal kurz hier nach dem Gewächshaus reingucken. Hier ist nämlich... Alter. Wir haben so viele... Ui, wir haben so viele uralte Früchte auf der Insel. Ja, hier auch. Hier ist alles voll. Okay. Geil. Dann mache ich mal kurz hier einen auf. Ich glaube, wir müssen mal langsam den Tunnel mit Fässern vollstellen, oder? Ja. Was denn für ein Tunnel? Diesen Tunnel neben der Bushaltestelle. Ach so, der Tunnel. Da kann man nämlich Fässer platzieren und dann kann man das schön quasi jeden Platz irgendwo in diesem Spiel dafür nutzen. Nicht nur Fässer, da kann man auch Pferde abstellen. Ja, weil man die dann nicht sieht. Wollen wir drüber Ja, reden? bitte. Über das Pferd auf dem Flur. Da steht ein Pferd auf. Vor allem wie ich das in der Post-Production selber auch gar nicht gesehen habe. Ne? Du hast das gar nicht mitbekommen. Nee. Ja, ich habe halt nur Nummern gedrückt, während jemand geredet hat. Ja. Aber gut zu wissen, dass ich dann in Zukunft auf diese Art und Weise irgendeinen Scheiß an dir vorbeischmuggeln kann. Aber ich sag mal so, ihr habt halt auch immer noch nicht die Jukebox gefunden, ne? Das stimmt. Ja, ich suche auch gar nicht. Das muss stimmt. ich Obwohl ich meine, dass sie sogar in manchen Folgen so leicht zu sehen war. Ja, weißt du, das Problem ist, wenn du mir sowas sagst, dann habe ich natürlich umso mehr Lust herauszufinden, wo die Scheiße steht, einfach nur damit ich weiß, wo sie steht. Aber ich denke mir halt auch, boah, ich bin so ungebildet, was dieses Spiel angeht und wo sowas stehen könnte. Ich weiß nicht, ob du das an eine Stelle gestellt hast, an der ich auch vorbeikomme. Ja, also, na gut, vorbeikommen ist ja je nachdem, ne? Ja, genau, das ist nämlich... Okay, das war dumm gegossen von mir. Also es ist aber eine Stelle, also... Nee, ich will eigentlich keine Tipps geben. Ich will keine Tipps. Spoilern sollst du auch gar nicht, Es geht halt einfach nur daran, ich bin ziemlich doof. Und ich bin bestimmt auch schon dran vorbeigelaufen. Aber ich habe halt auch nicht... Sagen wir so, die könnte jeder finden. Ja, ist ja toll. Und apropos finden. Ja. Nein. Wie findet ihr denn so Jetlag und Zeitverschiebung? Ohne Brille gar nicht. Absolut nervig. Ohne Brille gar nicht. Also Richtung Westen geht's immer ganz gut. Zurück nach Osten ist immer richtig nervig. Ja. Das haben die Leute damals auch gedacht. Oh. Weil wenn du nach Westen fliegst, dann kannst du einfach länger wach bleiben. Kannst du das? So mache ich das jedenfalls immer. Immer, wenn ich Jetlag habe. Immer. Das kommt so oft vor. Ja, bei Bot schon. Ja. Und dann, das ging immer. Aber meistens war es auch, weil dann die Reise begonnen hat. Und wenn ich dann Richtung Osten wieder gehe, dann ist die Reise vorbei. Das könnte auch ein Problem sein. Weshalb der Jetlag dann ein bisschen schlimmer ist. Aber es macht keinen Spaß. Und wenn du es verkackst, wenn du die Rückreise verkackst, dann hast du richtig Probleme, wieder anzukommen, ey. Und dann nee, ist nicht schön. Ich kann mir das so vorstellen, du fliegst irgendwo oder fährst irgendwo los, da hast du dann mitten am Tag und dann bist du, keine Ahnung, 4 Stunden unterwegs oder so und dann ist auf einmal mitten in der Nacht und du denkst dir so, hä? Ja, das ist schon krass. Oder vorhin war es doch noch. Wir haben doch beim Losfliegen gefrühstückt. Warum sollte ich denn jetzt schon wieder frühstücken? Hä? Na, oder du fliegst halt 12 Uhr mittags los und kommst 12 Uhr mittags an so und denkst dir so. Quasi. Moment, bin ich jetzt schon losgeflogen oder muss ich noch rein nach dem Flieger? Muss ich noch nach dem Flieger hin?
So, soll ich zu euch nach der Insel hinkommen? Ich sag das jetzt komm mal gerne nach der Insel. Komm mal bei mich bei. Alter, ich habe Oktopus gefangen. Ja, geil. Ich muss noch immer das Boot benutzen, ne? Ja, leider immer noch. Ja, okay. Ich dachte, wir brauchen noch Bananen. Ja, genau, die Bananen sind immer noch das Problem. Haben wir nicht Bananen bei uns im Gewächshaus? Nee, der wächst gerade noch heran. Ja, genau. Aber da steht, für die Zukunft haben wir da was, ne? Ja. Gut. Es ist am Wachsen. Dran. Ich war ja gerade drinne und da habe ich gesehen, dass da was wächst, aber eben nicht, ob das Banane ist oder so. Übrigens, Banane essen, beste. Ist das so? Ja, Banane ist schon wirklich sehr gut. Real Life oder Game? Ja, Real Life. Ja. Real Life Banane essen ist Banane wirklich ist toll. Eine Banane am Tag ist schon... Keeps the doctor away. Ich hab versteinerte Rippen gefunden. Na, ist doch nett. Ja. Ich weiß nicht, ob die noch schmecken. Nee, aber ansonsten zwecks Jetlag und so. Ja. Ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, noch nie in meinem Leben gehabt. Aber du warst doch in Amerika. Ja, aber selbst da, ich war halt irgendwie... Ihm ist es halt einfach egal. Nee, ich war damals halt irgendwie 36 Stunden oder so unterwegs. Also richtiger Abfuck. Oh Mann. Ja. Aber ich bin dann halt da ins Bett gegangen, hab halt geschlafen, bin den nächsten Tag dann so irgendwann aufgestanden und dann war das fertig. So. Nee, ich meine jetzt mit der Rückreise vor allem. Nee, da habe ich im Flieger geschlafen. Und dann... Achso, wir sind jetzt alle hier, ne? Ja. Dann es kommt natürlich auch drauf an, wann man zurückreist, ne? Wenn du jetzt weißt, okay, ich komme morgens um 8 irgendwie in Deutschland an, dann kannst du halt im Flieger schlafen. Ja, und hast dann quasi deinen Nachtschlaf. Ja, dann hat man das Gefühl... Warum kann ich das nicht? Dann hat man das Gefühl. Punkt. Ja. Ein so, tolles Gefühl. Wollen wir jetzt hier den Weinhaus... So seht ihr eigentlich gleich aus. Wollt ihr mich verarschen? Sehen wir? Sehen wir doch. Es ist Winter, da trägt man eine Beanie. Ich trag eine Froschbeanie. Und Butch hat eine Brille, ich nicht. Ja gut, aber... Deswegen. Das bin ich. Ja, das bin ich. Ich bin das. Nee, warte, ich bin das. Die 7 Emojis. Wie geht das nochmal? Okay. Ich drück mal. Oder nee, obwohl, drück du mal, Butch. Ich drücke. Seid ihr alle bereit? Ja. Sie hören eine seltsame Stimme hinter der Tür. Nur die größten Walnussjäger dürfen hier eintreten. Dein aktueller Status 99 von 100. Oh, uns fehlt noch eine? Uns fehlt noch eine. Ich dachte, wir haben schon die 100. Holy fuck. Schnell angeln, vielleicht kriegen wir noch eine. Dann befrage ich mal schnell den Papagei da bei Leo im Baumhaus, weil der sagt uns ja eigentlich, wo uns noch welche fehlen. Oh, ich dachte, wir hätten schon 100. Völlig umsonst. Kann man nicht auch noch welche die... angeln, ab und an? Ja, ich weiß nicht. Du kannst nur eine gewisse Anzahl vom Angeln und vom Ernten und so bekommen. Ja, und vor allem ist die Wahrscheinlichkeit dann auch... Da musst du wahrscheinlich eine Weile angeln, oder? Ja, Bob hat das relativ schnell gekonnt. Als wir hier auf die Insel angekommen sind. Ja, wie gesagt, du kriegst dann irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß jetzt keine absolut genaue Zahl, du kriegst so meinetwegen 5 Walnüsse, kannst du im ganzen Spiel fürs Angeln dann bekommen. Ja. Wenn die halt hast, dann kriegst du natürlich keine mehr. Ja. Genauso kannst du halt beim Ernten dann welche bekommen. Im Vulkan kannst du halt welche bekommen. Wo willst du hinfahren? Ich bin in den Dschungel. Ich komm mit. Und geh da mal in Leos Baumhaus hoch. Ich möchte. Weil da sagt ja dieser eine Papagei, wenn man ihn anquatscht. Gibt er Tipps oder wie? Nee, wenn er wieder rausgeht. 2 auf dem Hof im Westen wachsen. Okay, also anscheinend müssen wir einfach beim Ernten können wir noch welche bekommen. Scheiße. Einfach hier normal beim Ernten oder was? Ja. Na gut. Aber müssen wir wohl noch ein bisschen ernten. Ach, hier sowas? Schade. So Gräser? Sehr Gräser schade. auch oder was? Nee. Also wenn jetzt so uralte Früchte reif sind auf dem Hof und wir die abernten, dann kann es passieren, dass da das hier nicht Strauß meine Walnuss mit abfällt. Warum kann ich den nicht draußen fahren? Aufheben? Ja, ich habe gerade da oben Straußfahren aufgehoben. Nee, das ist nur ein Busch gewesen hier. Aber geht das jetzt bei uns, bei den uralten Früchten überhaupt? Ja. Also die zählen auch mit rein, nicht wenn man die ganz pflückt. Weil die bleiben ja stehen. Oh, das ist eine... Die ziehen wir ja gar nicht aus dem Boden raus. Obwohl hier ist noch eine falsche Pflanze. Oder sowas, ne? Ja. Hier haben wir noch einen Radanten. Es gibt keine da habe ich falschen nicht Pflanzen. gedacht.
Diese Pflanze ist. Keine Pflanze ist. Keine Pflanze. Keine Pflanze ist falsch. Jetzt möchte ich mal gerne was ausprobieren. Dann haben wir hier noch Haben wir noch ein paar Fische hier? Oh, es geht nicht. Okay. Ich wollte wissen. Wisst ihr, was andere Menschen mal ausprobieren? Ich wollte nur wissen, ob man von Straußfarn Saat machen kann. Man kann Straußfarn also nur sammeln und nicht selber anbauen. Richtig? Ich glaube es. Ja, doch. Das kannst du nur finden. Ja, weil Saatgut kann ich ja nicht machen. So, Butch, was wolltest du sagen? Was müssen andere Leute ausprobieren? Andere Leute sollten mal ausprobieren, laut und deutlich zu reden. Ja, Entschuldigung. Pass auf, Nee, das geht gar nicht gegen euch. Ihr macht das soweit ganz gut. Soweit, sagt ich habe dich gar nicht verstanden, du hast so undeutlich geredet. Ich bin öfter mal in Situationen, wo mehrere Menschen zusammen in einem Raum sind. Also eine größere Anzahl von Menschen. Ja. Und dann kommt es oft vor, dass einige davon auch was zu sagen haben oder gewisse Informationen irgendwie loswerden müssen etc. Und die haben keinerlei Gespür dafür, dass man sie nicht hört, wenn sie einfach in sich hineinbrabbeln. Die stehen dann vor Leuten und fangen dann so ganz normal an zu reden. So. Und das ist dann auch ein Raum, der relativ hohe Decken hat. Da verschwindet sowieso. Ich glaube, ich weiß genau, was du da... Die Stimme extrem, ich weiß genau, was du da und die stehen da. Ich glaube, ich kenne das auch. Und die stehen einfach da und brabbeln so in sich hinein und denken, dass 60 Leute sie jetzt verstehen würden. Und die 60... Und da weiß ich nicht, wie die darauf kommen. Was deren Scheißproblem ist. Wenn man vor Leuten spricht und wenn man vielleicht Schädel-Hirntrauma? Ja, also du kannst doch zu 60 Leuten kannst du doch nicht reden, als würdest du gerade ein 4-Augen-Gespräch haben. Wenn du willst, dass die Leute dich verstehen, dann mach den Mund auf und dann sei ein bisschen lauter. Und dann muss man vielleicht auch ein bisschen langsamer sprechen. Aber das verstehen die Leute vielleicht. Nee, warte mal, das sind auch alles Leute, die auch schon mal irgendwo einen Vortrag gehalten haben. Weißt du? Ja, kenne ich. Und dann, ich verstehe das nicht. Das regt mich so auf und jedes Mal muss man sagen, lauter. Oder muss einfach mal sagen, du bist doof. Weiß ich nicht. Genau, du bist kacke. Weil man kommt sich ja noch selber doof vor, wenn man die Person ständig darauf hinweisen muss. Oh, kannst du bitte lauter? Entschuldigung, ich hab's nicht verstanden. Und dann sagen die irgendwie zweimal, 2 Sätze sind dann laut und dann fangen die wieder an, irgendwie in sich hinein zu brabbeln. Wo war das Gewitter? Das Gewitter? Ja, wirklich. Ja. Ich verstehe wieder nicht. Ich bin 90 Jahre alt. Oder noch älter war die? Ja. Keine Ahnung. Nee, ich kann das wirklich nicht verstehen. Ja, Leute, also wenn ihr vor Leuten sprecht, jetzt mal raus an die Zuschauer. Mike ist schon wieder los. Ich bin gegangen. War wohl nicht so dein Thema. Ich finde euch jetzt doof. Tschüss. Nee, ich bin rausgeflogen. Mike hat uns nicht ganz gehört. Nee, an die Zuschauer da draußen, wenn ihr vor Leuten sprecht, denkt immer, macht euch bewusst, dass die euch nicht hören werden, wenn ihr nicht laut und deutlich und ein wenig langsamer sprecht. Ja. Hallo. Ich pack den Oktopus hier rein. Einen Vortrag. Ich bin schon wieder auf dem Festland, weil ich rausgeflogen. Also ich finde, du hast frei gesprochen und anschaulich erzählt. Dafür kriegst du einen Bienchenaufkleber. Und ja. Hat jemand von euch mal ein Pferd geklaut? Ja. Ich meine, nein. Warum seid ihr auf dem Festland? Ich hatte jetzt auf der Insel gerade nichts zu tun. Ich bin auf der... Achso. Kannst du haben, Mike. Ja. Das war jetzt die Revanche. Ich dachte, wir suchen noch die Kokosnuss. Was für eine Kokosnuss? Du meinst Walnuss? Die Walnuss. Eine Kokosnuss hätte ich. Na, wir müssen den Bums ja ernten. Den Bums. Sind das die einzigen 2, die noch über sind? Das sind die 2, die der Papagei uns sagt. Ich habe vergessen, Butch, aber kannst du eventuell die uralten Früchte aus der einen Kiste da auf der Insel nehmen und auch aufs Festland kommen? Oh. Na, jetzt nicht mehr. Und die in den neuen Schuppen, den wir haben, bringen? Achso, shit, das ist ja schon 1 Uhr. Ja. Mist. Ich bin gerade aus dem Bett raus, jetzt kann ich wieder reingehen. Jetzt bin ich gejetlaggt. Gleich. Bald. Ich habe, bevor ich es vergesse, ich habe noch 3 Kokosnüsse. Normale oder goldene? Normale im Inventar. Ich weiß nicht. Achso, ja, die können ins Lager. Okay. Dachte nur, nicht, dass ihr aber nachher die sagt. Früchte morgen gerne mitbringen. PJ steht hier gruselig rum. Nicht, dass ihr später sagt, ja, warum hast du nichts gesagt? Da hätten wir doch
Hüte draus bauen können, was weiß ich. Irgendwer ist nicht im Bett. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Oh shit. Naja gut, aber das ist keine Begründung, nicht im Bett zu sein. Ich war im Bett und bin im Bett rausgeflogen. Ich konnte nur nicht schlafen. Ich bin aus dem Bett gefallen. Ich bin hingefallen. Ich bin gefallen. Andy, wie bist du da hochgekommen? Ich bin gefallen. Das ist so Stell dir mal vor, du würdest echt nach... Eine der geilsten Szenen. Stell dir mal vor, du würdest echt nach oben fallen. Halte mich fest. Es ist wirklich eine unglaublich tolle Folge. Darf nur unter Dächern hinfallen. Bereit zur Ernte im Gewächshaus ein. Hallo Abigail, kann ich dir... Abigail. Ich hab kein Geschenk für dich. Abigail. Oh, ich habe eine Bombe von ihr bekommen. Eine Bombe, okay. Du weißt, was du zu tun hast. Alles klar, eine Bombe. Beste Frau. 1 Bombe. Ja, du erhieltest 1 Bombe. Ey, zum Glück regnet es heute auf der Insel. Kaffee, schwarzer Kaffee, Junge. Ich hätte keinen Bock jetzt zu gießen. Okay, so, ich soll die uralten Früchte mitbringen, ja? Ja, bitte. Nein, auf gar keinen Fall. Nein? Doch. Tu es. Tu es. Und sofort. Ja. Es ist Donnerstag, meine Kerle. Morgen Sprinkler. Ja. Was? Ich sag's ja zu Beginn der nächsten Folge. Sprinkler? Aber ansonsten können wir gleich mal noch ein weiteres Thema hier und so, ne? Ja, sehr gerne. Kennt ihr, also ich habe es mal aufgeschrieben unter glorifizierte Langeweile. Kennt ihr das? Glorifizierte Langeweile. Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Ich bin ein Fan von aktiver Langeweile und auch Langeweile mal schätzen zu lernen. Das? Meinst du das? Nein. Gut. Nein. Ich meine glorifizierte Langeweile. Glorifizieren ist meistens eher was Schlechtes, finde ich. Naja, klar, das hat einen negativen Beigeschmack. Ja. Lustig. Ihr kennt doch bestimmt sowas wie, oh ja, also früher hatten wir keine Smartphones, ne? Da konnten wir nicht die ganze Zeit auf dem Klo sitzen. Ja, da hatte ich aber einen Gameboy. Genau das habe ich mir nämlich auch gedacht, so, yo, Alter, dann hast du halt irgendwas anderes derweile gemacht, ist doch völlig egal. Beziehungsweise hättest du aber auch, du hast es ja nur nicht gemacht, weil es das nicht gab. Richtig, weil es die Möglichkeit nur nicht gab. So. Und ich finde das immer so furchtbar. Opfer auf dem Klo gehangen mit deinem scheiß Smartphone. Und ich finde das immer so furchtbar, wenn die Leute dann so, oh ja, bla bla bla, und ich denke mir so, Alter, es ist nichts cool daran, Langeweile zu haben. Nee. So. Ja. Überhaupt gar nicht. Also ich meine, warum sollte man das so, wie gesagt, glorifizieren? So, es ist, also, hä? Ich meine, klar, auf der einen Seite ist es natürlich toll, weil wenn du Langeweile hast, bedeutet es ja, dass du keine vielleicht sogar ätzenden Aufgaben zu tun hast und so. Ja, toll, okay. Aber trotzdem ist Langeweile ätzend. Ich kenne das, ich war als Kind, war mir immer langweilig. Ich hatte auch keine Geschwister oder so, das heißt, ich musste immer mit mir selber spielen, quasi. Oh. Und Langeweile ist der Tod. Ja, deswegen, das ist also so. Ich fand Langeweile immer sehr langweilig. Oder was ich jetzt merke, also gerade was mein Smartphone-Konsum oder mein Bildschirmkonsum angeht, obwohl es besser wird, Bob, ne? Wir können ja wir schicken uns ja wöchentliches Update, was unsere Bildschirmzeit angeht. Und gucken dann, inwiefern wir uns verbessern oder verschlechtern. Und ich weiß, dass ich früher ohne Smartphone definitiv mehr Ablenkung gesucht habe. Also ich habe mich nicht gelangweilt, sondern ich habe dann wirklich geguckt, so, ja, ich habe halt mehr Gitarre gespielt oder ich habe mehr geschrieben oder gelesen. Ja gut, aber so, das mache ich jetzt alles nicht richtig. Mehr. Das ist ja dann eigentlich dann, was das angeht, auch ziemlich schade. Dann das ist aber auch absolut mein Problem. So, ich suche mir das ja, ich wähle ja aktiv das Smartphone. Ich könnte es ja weglegen. Ja. So. Ja. Also mir. Und das ist ja wie Fernsehen. Also das ist ja genau das Gleiche. So, früher haben die Leute einfach den ganzen Tag vorm Fernseher gehangen. Auf jeden Fall. Das machen viele immer noch. Sonst was geguckt. Ja. Jetzt aber inklusive Smartphone. Ich weiß noch, als ich Kind war und einen Fernseher endlich hatte und ich wollte Fernsehen gucken, ich habe teilweise die Fernbedienung in der Hand gehabt und so einfach nur die Pfeil nach oben Taste für den nächsten Kanal. Langweilig, will ich nicht sehen, interessiert mich nicht, scheiße. Und irgendwann bist du dann irgendwo stehen geblieben, hast dir das 5 Minuten angeguckt, gefällt mir doch nicht,
dann immer so weiter und irgendwann war dann mal was, das hast du dir dann angeguckt, dann war das vorbei und dann wieder Sepp. Weil ich das... Mike, ich finde, du solltest mal unbedingt TikTok ausprobieren. Oh Gott, auf gar keinen Fall. Das hört sich original nach TikTok an. Das klingt einfach nach den scheiß Reels heutzutage. Ja, also, ich gucke mir auf YouTube diesen Kram manchmal an, diese Reels oder wie die heißen. Ja. Und manchmal auch auf Instagram diesen. Und wenn ich da mal mit anfange, dann zoome ich da, drehe ich da, scroll ich da auch so durch. Und da vergeht schon mal eine halbe Stunde oder länger. Und dann denke ich mir mal, ey Junge, lass das mal sein. Aber irgendwie, wenn man dann mal eine Minute Zeit hat, so man sitzt auf der Couch, hat vielleicht gerade was gegessen, man hat das Gefühl, man stirbt. Und dann denkt man sich, ach komm, 5 Minuten Ablenkung. Und dann vergeht eine Stunde und du denkst dir, gerade war es noch hell draußen. Mhm. Ja, es ist wirklich total nervig. Aber ich habe richtig kreatives Zeug aber schon mal auch drüber gefunden. gesprochen. So ist ja nicht. Ich habe, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass man das gar nicht mehr unterscheiden kann, auf welcher Plattform man gerade ist. Ob das nun Facebook, TikTok oder Instagram ist. Oder YouTube auch, weil diese Reels halt überall sind. Ja. Naja, TikTok habe ich ja nicht und Facebook habe ich zwar, aber nutze ich nicht, weil ich Facebook doof finde. Und deswegen kann ich bei den beiden Plattformen schon mal nicht landen. Aber bei mir ist es halt entweder YouTube oder Instagram. Ja. Hey, ich habe jetzt übrigens auch Instagram, ne? Ja, Bob ist auf Instagram. Ja, ich weiß, er hat mir du folgst mir, glaube ich. Und ich dir. Si, muy bien. Und ihr folgt mir. Nicht nur auf Instagram. Oh ja, folge mir. Übrigens, schicke Schuhe. Du brauchst Milch. Kratz dich nicht so viel am Kopf. Ja, nee. Aber irgendwie, eigentlich steht das gar nicht auf meinem Themenzettel, aber kann ich mich mal über Instagram auslassen? Och, gerne. Darfst du natürlich. Ich finde Instagram irgendwie gar nicht so geil, muss ich zugeben. Ja, Instagram ist ja auch nicht mehr Also, geil. Instagram war wenn mal wir- geil. Beziehungsweise folgst du wahrscheinlich auch noch nicht den guten Kanälen. Na, die Frage stimmt, ist, ich folge dir. für was würdest du... Naja, sorry, das war jetzt aber eine steile Vorlage. Das stimmt. Ich habe es leider gar nicht mitbekommen, aber ist auch egal. Er hat gesagt, ich folge noch nicht den guten Ja, das hab Kanälen ich und ich habe gesagt, ja, ich folge ja auch dir. Au. Bei mir steht gerade Ja, tut nur ein bisschen voll weh. lange. Ich glaube, ich fliege gleich wieder raus. Die Frage ist ja, wie definiert man denn Instagram? Also was schätzt man daran? Also was ich zum Beispiel geil finde, ist, du kannst da halt einfach wie so eine Galerie erstellen. Dann hast du da deine Kunst, deine Videos, deine was auch immer, wie so eine Mini-Galerie. Und Leute, die da draufkommen, können das sehen und können sich daran erlaben. Was diese ganzen Kurzvideos geht, also immer wenn ich da so durchblättere und sehe dann irgend so ein Girl oder irgend so einen Typen irgendwie und da läuft Musik und die fangen an zu tanzen, direkt weiter. Will ich gar nicht sehen, sowas. Und ja, das ist halt komisch und vieles davon ist halt auch einfach nur 1:1 geklaut. Da hat irgendwann, habe ich das mal gesehen, da hat irgendwer ein Video hochgeladen, da ging es, also so ein Kurzding, da ging es darum, hey, wenn du Probleme hattest und hast die alleine gelöst, deine Depression quasi alleine geheilt, dann vor diesen Personen muss man aufpassen, weil die sind gefährlich, was weiß ich. Und ja, stimmt, das hattest du mal genau, erzählt. und da hat so ein Typ genau denselben Wortlaut genommen. Und was ich halt auch übel strange fand, er hatte dieses weiße iPhone-Headset an und hat sich das Mikro so an den Mund gehalten. So hat es so, ne, und hat es dann zweimal wiederholt. Hüte dich vor dieser Person. Ich denke mir so, Junge, denk dir doch erstmal was. Die Art und Weise, wie auf Social Media geredet wird in diesen Videos, ist sowieso. Ja, ich denke mir so, denk dir doch erstmal was Eigenes aus. Ja, das sowieso, aber das das kriegst du nicht mehr weg. Also mit unserem Anspruch brauchen wir da gar nicht Das rangehen. kriegst du nur weg, wenn ganz viele Leute der Plattform joinen und es richtig machen. Nö, ich glaube, es muss auch gar nicht weggehen, weil man kann sich ja dafür entscheiden, diese Scheiße zu gucken oder nicht. Ja, aber weißt du, wie viel Zeit dabei vergeht, wenn du das wegmachst, weil du das... Ja, vielleicht, du kannst ja tatsächlich aussuchen, was für Sachen dir angezeigt werden. Und wenn man sich in dieses Rabbit Hole einlässt, dieses Real Rabbit Hole, dann hast du verloren so. Dann darfst du halt nur die Sachen gucken von den Leuten, die du folgst. Da kann man ja oben links auf Instagram kannst du dann einfach nur draufklicken und dann kannst du da, warte mal, wie heißt das? Ich kann ja kurz nachgucken.
Ja, das ist schon richtig. Das ist ja auch wirklich bloß auch nicht nur klickst auf Instagram und dann klickst du auf gefolgt und dann wird das jetzt nämlich auch wieder in der richtigen Timeline angezeigt. Also auch wirklich, das zuletzt Erschienene wird ja auch als erstes angezeigt. So. Ja, aber es ist ja für mich besonders auch wichtig, also ich benutze Instagram, weil ich nach Kunstsachen suche, also so 3D-Grafiken, Animationen, sowas, Kunst aller Art. Und wenn ich mir nur das angucke, was ich schon, also den Leuten, denen ich schon folge, dann sehe ich nur das, was ich sehen will, aber finde nichts Neues. Und letztens habe ich was gesehen, da bin ich fast hinten übergefallen, weil ich gedacht habe, ist das geil. Da gab's so einen Typen, der ist einfach in irgendeine Szenerie reingehüpft, da war so draußen so ein paar Tauben und er ist da einfach reingehüpft quasi und dann ein Standbild davon und dieses Bild hat sich dann wurde in was Gezeichnetes und animierte sich dann. Da war so eine Kamerafahrt durch und dann hat sich alles die ganze Zeit verändert. Wie so ein LSD-Trip oder so sah das aus, aber in geil. After Effects, Andreas. Keine Ahnung. Also wenn der beste Freund vom Photoshop-Film. Ja, Photoshop-Film. Vielleicht schicke ich euch beiden das einfach mal hier. Ja, mach das mal. Ich finde solche Videos tatsächlich auch ganz geil, wo sich die Szenerie immer wieder neu verändert und oder so. Dann habe ich gesehen, hat jemand wie so eine Schneekugel in 3D gebaut mit so einem Astronauten, der an so einem See sitzt und angelt. Und der wippt so ein bisschen und die Pflanzen bewegen sich im Wind und das Wasser ist durchsichtig und da siehst du die Fische rumschwimmen. Und diese Schneekugel, die dreht sich quasi einfach die ganze Zeit um sich selber. Relativ langsam, sodass du auch jeden Winkel sehen kannst. Und da denke ich mir, Mann, ist das geil. Und ja, es gibt schon richtig geile Leute auf diesen Plattformen. Und genau sowas, ich will Dinge sehen, bei denen ich dachte, Alter, das hast du noch nie gesehen oder in dieser Ausführung noch nicht oder was auch immer. Also ich will halt auch Inspiration sammeln. Das ist wie wenn du eine Grafik machen willst und lässt dich auf Pinterest inspirieren. Das Problem bei Pinterest ist aber, dass du da ja theoretisch einen Account brauchst oder Geld zahlen musst oder so, damit du alles sehen kannst. Oder irgendwas war da doch. Und das hat mich dann wieder davon abgehalten, das zu nutzen. Ja, aber im Endeffekt ist es halt wie immer, ne? Du musst zwischen dem ganzen Dreck findest du halt irgendwo mal so ein kleines Goldstück. Diamanten unter Scheiße. Ja, schon so. Und da musst du halt erstmal wühlen. Also krempel die Ärmel hoch und wühl. Nee, aber teilweise ich lasse mich dann so ein bisschen berieseln, aber so aktiv suchen mache ich gar nicht mehr, weil ich gelernt habe, dass diese Erwartungshaltung daran, dass ich jetzt irgendwie was Cooles sehe, die wird halt nicht erfüllt. Das Einzige, was halt cool ist, wenn ich mir mit einigen Freunden so Memes schicken. Lustige Sachen. Ja, das habe ich jetzt auch angefangen mit Leuten. Und das ist schon sehr. Da weiß ich, wenn die mir was schicken, das wird jetzt lustig. Oder stumpf oder beides. Genauso auch andersrum. Und dann hat man da wirklich die ganze Inbox voll mit witzigem Scheiß und dann. So macht Instagram Spaß. Ja, also das mache ich tatsächlich auch seit neuestem. Mit so 2 Leuten. Wir schicken uns manchmal einfach so Stuff. Oder 3. Immer wenn ich so ein Meme finde, wo ich sage, oh geil, dann schicke ich dem das. Und dann kommt was zurück. Oder so. Ja. Ja, also um auf das Ausgangsthema zurückzukommen, ich finde es trotzdem nicht so pralle, weil, also gerade zum Beispiel auch mit dem Meme schicken und so, Alter, schon alleine in dem Instagram-Chat fehlt mir die Antwortfunktion. Hä? Was dass du was ist das für ein Dreck? Nein, pass auf. Moment, ich will mich erst aufregen und dann kannst du mir sagen, dass ich mich sehr unrecht aufgeregt habe. Lass ihn den Arsch platzen. So, und zwar, es gibt bei Facebook eine Antwortfunktion, es gibt bei WhatsApp eine Antwortfunktion. So, ich brauche da irgendwie nur in eine Richtung wischen oder was auch immer. So, und dann sieht die Person, auf welchen Post oder was auch immer ich mich beziehe. So, und das gehört alles zum Metaverse. Warum gibt's die Scheiße bei Instagram nicht? Das fuckt mich ab, Alter. Ich kann doch nicht jedes Mal sagen, oh, hier, ich meine jetzt Video Nummer 530, das du mir geschickt hast. Das war ein lustiges Katzenvideo. Achso, du meinst, dass du das Video... Jetzt erklär mir, warum ich mich irre.
weil es diese Antwortfunktion tatsächlich gibt. Erzähl mir mehr. Aber man muss dafür das irgendwie, dein Instagram irgendwie mit Facebook verbinden. Okay. Das ist, also. Dann ist das ja noch bescheuerter. Es ist total bescheuert. Es ist total bescheuert, weil es dir auch nicht gesagt wird. Achso, du willst einen Ausweis haben, dann musst du deinen Fingerabdruck. Ich muss euch direkt unterbrechen. Denn wir müssen hier ja gleich die Folge beenden. Denn letzte Nacht hat Abigail euer Kind zur Welt gebracht. Es ist ein Mädchen! Es ist ein Mädchen! Euer Kind? Oha! Herzlichen Glühstrumpf. Ja, dann würde ich mal sagen, hier beenden wir die Folge, weil ich reveale dann erst nächste Folge, wie der Name sein wird. Vielleicht muss ich mir auch einfach noch einen überlegen. Nennen Sie Sementa oder Jacqueline. Oh mein Gott, Alter. Um TZ Cementa. Und Merlin Gandalf. Ja, okay, jedenfalls deswegen, also ich bin von Instagram noch nicht so überzeugt. Vielleicht kann ich nachher, also nächste Folge auch nochmal 1, 2 Sachen sagen, die mir halt nicht gefallen. Ja, bitte. Weil wir wissen ja alle, Verfügbarkeitsheuristik, mir fallen nur die Sachen auf, die mir nicht gefallen. Ne? Und dann könnt ihr mir ja ein paar Sachen noch sagen, die mir gefallen könnten. Und dann gucken wir da mal. Ich sag Sachen, die dir gefallen. Und wenn sie dir nicht gefallen, gefallen sie dir ab dann, weil ich das behaupte. Dann gut. Dann, bis dahin ist es eine Woche. Eine Woche, die ihr hat 7 Tage. Richtiger Cliffhanger. Hat 7 Tage. Und in den 7 Tagen könnt ihr bei der Macintosh auch ein bisschen Stardew Valley gucken. Richtig. Und wir sehen uns dann nächste Woche hier, wenn es mit meiner Tochter weitergeht. Dem Namen, Instagram und was habe ich hier noch so stehen? Bobina. Ich habe noch so YouTube-Videos. Krobus Sprinkler. Nächste Folge. Holen wir uns Sprinkler von Krobus. Ich habe auch noch ein Thema für nächste Folge. Ich habe gehört, dass Butch auch noch ordentlich ein Themen hat. Deswegen. Naja, ordentlich möchte ich jetzt. Also das ja schon ordentlich. Für Butcher Verhältnisse. Ist Grobus ein Baumarkt? Ja. Okay. Ja. Ich würde ihn so bezeichnen. Okay. Der hat Zeug, den man auch im Baumarkt Es gibt tatsächlich einen Baumarkt, der heißt so ähnlich. Also, Globus? Ja. Richtig. Globus? Dann gehen wir nächste Folge einfach zu Globus. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann hier, Like, Glocke, jetzt müssen wir abonnieren. Jetzt müssen wir aber Werbegelder von dem Baumarkt kriegen. Nee. Doch, bitte. Geben die uns nicht. Gut, Leute, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja, tschüss. Tschüss.